Also jetzt, ich war ja schon öfters hier gewesen, haben wir ein Projekt, und zwar ein Kammermusikprojekt, also Musik des 18. Jahrhunderts. Und es geht jetzt um die Musik, Musik als Klangrede. Und das muss man so verstehen. Wir wollen ja nichts Besonderes sein, aber wir leben heute in einem Zeitalter der Vielfalt. Und die Musik ist nicht mehr nur ein Ding, was man so wahrnimmt als Musik, sondern wir müssen auch das Wissen mit einbringen. Und der Nikolaus Harnoncourt, er war genial. Er hat etwas in die Welt gesetzt, was nicht mehr wegzudenken ist. Musik als Klangrede und Musik als Klangmalerei. Und da gab es nach der Französischen Revolution also auch diese musikalische Revolution. Es wurden andere Instrumente gebaut, es wurden längere Bögen gebaut. Und jetzt haben wir mit der Klangrede zu tun, also Musik des 18. und 17. und 16. Jahrhunderts. Das kann man nicht mehr so spielen. Also die Instrumente haben sich ja später weiterentwickelt, aber sozusagen die Musik als Basis und darüber eigentlich die Artikulation, die Leichtigkeit, das Sprechen, die Deutlichkeit. Und das wird eigentlich nicht studiert oder ist lange nicht studiert worden, sondern es war die Klangmalerei. Das war ab 1806 die Bayeux-Schule und das haben wir gelernt, das habe ich auch noch gelernt. Und irgendwann, wie ich dann in Amsterdam war, dachte ich, das gibt's doch nicht. Das ist eine ganz andere neue Welt. Und ich war damals so enthusiastisch und dachte, das wird jetzt bald Fuß fassen. Es dauerte aber dann noch in manchen Orchestern 50 Jahre, bis es dann soweit war. Aber wir sind jetzt hier am Nabel der Zeit. Und dieses Projekt mit der Kammermusik, mit der Klangrede, neue Leichtigkeit, die Bogentechnik, mehr Artikulation, ja, mehr Spielfreude eigentlich. Also ich kann nicht jetzt sozusagen, also das Entscheidende ist die innere Haltung. Ich muss jetzt nicht äußerlich lachen, sondern die innere Haltung, die Klangrede, wie wenn sich jemand wirklich erfreut und nicht bei einer Beerdigung ist und da spielt. Und das machen wir hier. Wir haben Musik des 18. Jahrhunderts von Telemann bis Boccherini und Haydn und da können wir das alles studieren. Ich finde, in diesem Zeitalter, in dem wir leben, wenn man die Zeitalter mal zurückschaut, bleibt also 2000 Jahre Zeitalter, es bleibt immer etwas übrig. Und das, was übrig bleibt, ist die Hochkultur dieser Zeit. Und ich sage es einfach so, ich bin überzeugt, ich glaube das auch, in unserer Zeit, die letzten 500 Jahre, da hat die Musik begonnen, die wir so verstehen. Bei Luther sagen wir auch mal. Und das ist das, was unser Zeitalter als Hochblüte herausgesetzt hat. Das innere Hören. Und wenn wir spielen moderne Musik, wir spielen romantische Musik und alles hat seinen Duktus. Zum Beispiel, ich könnte sagen, Leichtigkeit und die Musiksprache in dem 18. Jahrhundert. Das ist einfach ja, die Menschen hatten es sicher nicht leicht, aber es war wie Philosophie. Goethe, Schelling, Fichte, diese Zeit, also die da entstanden ist. Und natürlich hatten wir danach eine ganz andere Zeit. Goethe hat noch, das war nach dem Goethe, war das zu Ende. Und es kam immer mehr sozusagen das Ich. Und das Ich eigentlich, die Instrumente wurden höher gehalten. Früher hat Leopold Mozart hatte sein Instrument so und konnte die Musik einfach entspannt spielen. Und jetzt wird es immer stärker, also ein Richard Wagner mit seiner Dichte und dann Schönberg und die neuen Komponisten und heute ein Lachemann zum Beispiel. Für mich ist diese Vielfalt wichtig und die haben wir einfach. In allem gibt es die Vielfalt. Und deswegen ist die Abwechslung so schön, die wir haben. Und ein Musiker heute, und da ist das Orchesterzentrum eigentlich wirklich prädestiniert dafür, sollte mit jedem Stil
zurechtkommen. Denn auch später im Orchester, es gibt Dirigenten, da kommt ein Barockdirigent, da muss er da fähig sein mitzumachen. Und es gibt eben noch den richtigen Titan, der will einen Klang haben, also ein Sound, der überhaupt nicht aufhört. Und deswegen finde ich, muss das auch sein, auch für den Zuhörer. Der braucht das auch. Also die Hochschulen haben ja am Anfang gesagt, sie können das alles alleine. Das ist auch so. Nur, wenn man jetzt einen Masterstudiengang speziell hier einrichtet, und der ist jetzt notwendig geworden. Es sind so hohe Ansprüche jetzt an den Probespielaspiranten gestellt und die Zeit ist knapp. Also die Zeit ist unruhiger geworden. Das Talent ist natürlich auch weitergegangen. Wir sehen das im Sport. Es ist bei uns genau dasselbe. Es wird ein hochqualifiziertes Spiel erwartet. Und wenn der Student jetzt noch 2 Jahre Zeit hat, wirklich nochmal, er hat jetzt die Theorie abgehakt. Hier gibt es ja auch noch Fächer, zum Beispiel Musikpädagogik, nicht die Musikwissenschaft, sondern er wird eingeführt in bestimmte, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Konzertpädagogik. Er wird mit Literatur bekannt gemacht und er ist jetzt nicht mehr so ein Lerner, sondern er braucht bestimmte Dinge in seinem Leben, weil seine Richtung geht vielleicht als Lehrer irgendwo hin. Er will in ein Orchester, er wird Kammermusiker, ist da prädestiniert. Und jetzt kommen hier Kollegen aus den Orchestern und arbeiten hier die Orchesterstellen. Und das finde ich großartig, dass das passiert. Und dass der Student auch merkt, aha, da muss ich noch nachziehen. Das muss heute so sein. Früher hat man gesagt, so spielt man das. Heute hat man auch das Mann, aber darauf muss noch das Ich gesetzt werden. Also, so spielt man eine verkaufte Braut, aber ich habe auch noch was dazu zu sagen. Und das ist das Entscheidende, dass er das hier lernen kann mit dieser Vielfalt an Dozenten und dass er auch in der Kammermusik lernt, besser zuzuhören. Im normalen Studium ist da manchmal wenig Raum, hier kann er das auch tun. Er spielt Kammerorchester, er hat 2 exzellente Orchesterprojekte, also die von sehr guten Dirigenten sozusagen geleitet werden. Also meine Erfahrung ist hier, ich kann das also nur bestens unterstützen, dass hier im Orchesterzentrum, wenn das so weitergeht, das Niveau ist gestiegen. Ich habe jetzt auch in diesem Projekt Spieler, die können das alles sehr gut machen. Und er wird hier allseits gebildet. Und das ist jetzt vielleicht etwas, versteht nicht jeder, aber ich verstehe es sehr gut. Jemand, der gut hören kann, der Kammermusik machen kann, der sich einfügen kann und auch gleichzeitig solistisch spielen kann, das spürt ein Orchester und der bekommt eine Stelle.